Willkommen bei Mein Coach. Ich bin hier vor dem Gate B15 am Terminal 1 in München und fliege jetzt gleich mit der Qatar Airways von München nach Doha in der Business Class in einem brandneuen Dreamliner 787-900. Und ja, freue mich schon sehr auf den Flug, bin sehr gespannt, was sie bieten werden. Es ist ein Morgenflug. Ich hoffe, dass die Verpflegung trotzdem gut ist und nicht das stinknormale Frühstück. Ich werde euch berichten und euch alles natürlich ausführlich zeigen und natürlich am Ende auch verraten, wie ich das Ganze gebucht habe. Also viel Spaß und gute Unterhaltung. Der Dreamliner 787-9 der Qatar Airways hat Platz für 311 Passagiere, davon 30 Plätze in der Business Class, die in einer 1:1-Konfiguration angeordnet sind, und 281 Sitze in der Economy Class in einer 3:3:3-Anordnung. Sehen wir uns die Kabine an. So, jetzt sind wir an Bord und ihr seht, es sind lauter kleine Kabinen, also wirkt wie eine Q-Suite. Und ich sitze heute auf der 2A und hier sind schon einige nette Goodies für mich hinterlegt. Die schauen wir uns gleich an. Wir sehen hier schon die Sitzauflage, die Kisten und ein Pyjama von The White Company. So, willkommen an Bord. Ich bin jetzt an meinem Platz. Ich habe vorhin schon eine kleine Runde gemacht und ein paar Fotos gemacht und gefilmt von der Kabine. Ich bin sehr nett begrüßt worden. Ich probiere jetzt gleich den Signature Drink, einen Lime Mint, und zeige euch, was alles so am Platz ist. So, am Platz findet sich einerseits ein hübsches kleines Kissen, ein sehr elegant wirkendes großes Kissen. Ich habe auch einen Schlafanzug gleich auf meiner passenden Größe bekommen. Den werde ich nachher anprobieren. Und hier dieses kleine Lämpchen macht eine schöne Atmosphäre. Hier sieht man die Kontrolleinheit, Schnittstellen zum Aufladen der mobilen Geräte, lauter kleine Ablagen und ein wirklich schön großer Tisch. Der Bildschirm ist angenehm groß, jetzt nicht riesig, aber absolut okay. Grundsätzlich sind diese kleinen Suiten von der Größe okay, aber ich habe gedacht, sie wären ein bisschen größer. Es wirkt ein bisschen beengt. So gerade beim Fußraum ist nicht so wahnsinnig groß. Wie dann der Sitz wirklich, wie das dann ausschaut, zeige ich euch und werde die gleich mal bedienen. Also der Lime Mint Drink schmeckt sehr lecker, ist schön säuerlich. Die Minze schmeckt man gut durch, sehr erfrischend, bisschen süßlich, nicht zu much. Also am Morgen besonders gut, sonst hätte ich einen Champagner genommen, aber den probiere ich natürlich dann nachher im Früh. So, im Amenity Kit finden wir Produkte von der Firma Diptyque. Die Strümpfe sind dabei. Ah ja, und da versteckt sich auch die Ohrstöpsel und die Schlafmaske. Und sonst hat man hier eine Körpercreme, Gesichtscreme, sogar ein kleines Eau de Toilette und hier noch eine feuchte Serviette, mit der man alles reinigen kann, wenn man mag. Die Verpackung in dieser kleinen Schachtel wirkt sehr hochwertig, wirkt wie so ein kleines Geschenk und ist vielleicht nicht so verwendbar wie ein Beutel oder eine sonstige Schale, aber gefällt mir gut und die Produkte wirken hochwertig. Ich werde nachher mal probieren, wie sie sich anfühlen und ob sie auch gut wirken. So, jetzt zeige ich euch mal, wie der Stuhl ausfährt und sich in ein flaches Bett verwandelt. Man braucht nur einmal draufdrücken und dann geht es schon los. Er fährt dann hinten durch. Dann ist man wirklich sehr privat, wenn es ganz unten ist. Man kann dann auch die Türen schließen. Und hier sieht man das, wie sich im Fußraum das verwendet. Man kann es natürlich auch graduell verschieben, so wie man das möchte, in Lounge-Position oder durch aufrecht, wie man das kennt. Die genauen Sitzmaße werde ich euch einblenden, aber es wirkt nicht riesig. Wenn ihr so wie ich gerne stilvoll reist und bei auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, dann kann ich euch das Gepäck von Level 8 sehr empfehlen. Auf meinen Reisen nach Japan habe ich zum einen die Gepäckserie Voyager Check-in und Carry-in in Marineblau und den Atlas Laptop Rucksack ausgiebig getestet. Die Koffer stechen schon einmal optisch positiv aus der großen Menge der grauen und schwarzen Koffer heraus. Man kann sie in besonderen Farben bestellen und sich immer an schicken Details erfreuen, mit denen man überall eine gute Figur macht. Was mich auf meinen Reisen besonders an Level 8 Koffern begeistert hat, ist das leichte, aber robuste Material. Selbst nach einigen Flügen, viele Transfer an Flughäfen und überfüllten Bahnhöfen hat das Material nicht gelitten. Überdies sind die Rollen sensationell. Sie schweben förmlich dahin. Man kann sie wirklich schnell und leicht bewegen.
So leicht laufende Kofferrollen hatte ich bisher noch nicht. Mit den extra breiten, stabilen Griffen kann man die Koffer nicht nur besonders leicht steuern und anheben, man kann den Koffer auch besser bepacken. Es stören keine lästigen Leisten in der Koffermitte, man kann alles bequem unterbringen. Auch lässt sich alles super organisieren. Große Trenner aus stabilem Plastik halten alles gut zusammen. Und ganz toll, das Packing Cube Travel Set. Damit kann man Dinge separat und übersichtlich verstauen, die man sonst vereinzelt im Koffer suchen müsste. Ideal für die Reiseapotheke, Kulturbeutel, Kabel, Unterwäsche oder T-Shirts. Ich habe so alles schnell verpackt und leicht gefunden. Tolle Idee. Auch der Laptop-Rucksack hat mich überzeugt. Viele schlau belegte Fächer, selbst große Laptops mit 15 Zoll kann man sicher unterbringen. Das Material ist unempfindlich, robust und dennoch leicht. Der Rucksack lässt sich prima tragen und sieht dazu noch trendig aus. Für mich ein No-Brainer. Das Beste, ihr bekommt diese Produkte nicht nur zu einem äußerst fairen Preis. Wenn ihr über meinen Link bestellt und den Rabattcode Meilencoach15 eingibt, bekommt ihr noch zusätzlich 15% Rabatt. Selbst rabattierte Ware wird so noch günstiger für euch. In der Videobeschreibung findet ihr noch einmal alle Details. Schon vor dem Start wurde mit mir ausführlich das Menü besprochen. Es gibt ein Frühstück und es gibt dann ein Lunch-Dinner und alles klingt sehr vielversprechend. Ich habe mich für die typische Gerichte entschieden, also die Messe und ein arabisches Frühstück, aber dann auch ein Angus Beef. Die komplette Karte zeige ich euch natürlich, aber ich habe relativ viel bestellt, sodass ich euch auch möglichst viel zeigen kann. Und sehr, sehr höflich, alles nochmal bestätigt, sehr nett, also ja, ich freue mich auf die. So, jetzt ist auch die Tür geschlossen worden, kurz nach dem Start und ja, man fühlt sich natürlich sehr privat, überall ist das jetzt der Fall. Also ich habe hier so eine kleine Suite, bin gespannt, wie sich das so fühlt. Klar, man fühlt sich so ein bisschen eingekastelt, aber natürlich sehr privat. Dadurch wirkt die Kabine natürlich ein bisschen weniger luftig, aber sie ist angenehm beleuchtet und ja, auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl. So, es hat relativ lange gedauert, bis die Crew jetzt den Bildschirm zur Verfügung gestellt hat. Wir sind jetzt schon eine Stunde unterwegs und bis jetzt gab es nur den Screensaver. Ich werde jetzt gleich mal testen, wie das Entertainment-System ist. So, noch 4,5 Stunden. Ursprünglich waren es 5 Stunden 10. Schauen wir mal, was das System kann. Der Bildschirm ist auf jeden Fall, reagiert schnell, Touchscreen. Schauen wir mal, was es so gibt. Okay. Das ist sehr angenehm, es ist gut organisiert, man sieht schnell, was es gibt. Schöne große Thumbnails. Klasse. Also das ist auf jeden Fall super gemacht, macht Spaß. Man kann schön durchscrollen und findet schnell, was man vielleicht möchte. Kopfhörer, die von Qatar Airways gebrandet sind, Onyx One, sitzen gut auf dem Ohr, schließen das Ohr gut ab, sind auf jeden Fall Noise Cancelling und haben wirklich einen sehr satten Sound. Also bin beeindruckt, das ist wirklich nicht schlecht. Erst dachte ich, der ist irgendwie defekt, weil es, wenn kein Programm läuft, rauscht er ein bisschen. Aber sobald man das Programm anhat und sich was anhört oder anschaut, ist der Sound sehr, sehr gut. So, cheers meine Lieben. Mir wurde jetzt gerade sehr kunstvoll der Champagner eingeschenkt. Dazu habe ich Nüsse und rote Beete-Chips bekommen. Ich probiere jetzt nochmal für euch. Also auf jeden Fall ein sehr prickelndes Erlebnis, eine schöne Perle. Geschmacklich angenehm, trocken, aber nicht sehr fruchtig. Also die
Flugbegleiterin war geschult, mir zu sagen, wie er schmeckt. Also soll ein bisschen Pfirsich dabei sein und Vanille. Ja, das Vanille vielleicht noch am ehesten. Den Pfirsich schmecke ich nicht so sehr. Das ist lustig. Also er hat für mich keinen sehr starken Geschmack. Er trinkt sich sehr angenehm, aber sehr ausbalanciert, aber keine enorme Frucht. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt zu raten beim Champagner. Eher leicht mineralisch, vielleicht geht eher so in die vanillige Ecke. Auf jeden Fall ein guter Champagner. Ich werde dann nachher nochmal den Rosé probieren von Taittinger. Vielleicht schmeckt der noch besonders. So, jetzt teste ich auch noch den Rosé-Champagner von Taittinger. Der ist auch sehr schön spitzlig, schöne Perle und ist Geschmack ein bisschen fruchtiger, aber nicht süß, auch trocken. Hat ein bisschen was von der roten und schwarzen Johannisbeere. Sehr interessant und gefällt mir fast noch besser als der von Perrier. Cheers! Was ich euch noch erzählen wollte, so zur Aufmerksamkeit der Crew. Man muss wirklich sagen, sehr aufmerksam. Man wird immer mit Namen angesprochen, selbstverständlich. Sehr, sehr höflich. Die Crew ist super geschult, also auch so, wie schmeckt der Wein, was ist zu warten, was passt gut zu wozu. Also finde ich toll, ist besonders, ohne aber unterwürfig zu sein. Also ich finde ein guter Mix, so einfach selbstbewusst, sehr höflich, sehr zuvorkommend. Sonderwünsche werden sofort erfüllt. Also auch meine Nachbarin, die wollte noch vor dem Take-Off einen heißen Espresso haben. Und erst hieß es danach, aber dann wurde es doch noch davor schnell serviert. Extrem und ohne patzig zu sein, also ganz toll. Gefällt mir sehr, sehr. So, der erste Teil des Frühstücks ist angerichtet. Ich habe schon mal einen schönen Cappuccino bekommen, ein Joghurt mit Mango und Granola, ein Pain au Chocolat, ein Croissant, ein hübsches Licht, stilles Wasser, ein frisch gepresster Orangensaft und da steht noch mein Champagner. Ich habe mal das Internet getestet und ich bin überrascht. Also man bekommt jeder, der Mitglied bei dem Programm von Qatar Airways ist oder es einfach jetzt auf diesem Flug wird, kriegt eine Stunde wirklich schnelles Wi-Fi. Also das ist schneller, als ich das bei Lufthansa kenne. Lufthansa, da könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Das geht wirklich schnell. Also nicht nur Messaging, sondern auch ins Internet. Also das ist wirklich klasse. Es gibt allerdings jetzt für Business Class Passagiere jetzt keinen extra Voucher, da muss ich nochmal fragen. Aber gut, da wird man bei Lufthansa ja auch nicht verwöhnt, zumindest bis jetzt noch nicht. Sondern da muss man schon First Class fliegen, dann kriegt man einen Voucher. Aber so richtig schnell ist das Internet dort an Bord meist leider nicht. Also hier muss ich sagen, 1A, auch Fotos gehen ganz schnell durch, bin positiv überrascht. Und selbst wenn man dann die Stunde verbraucht hat, zahlt man 10 Euro für den gesamten Flug. Das finde ich eigentlich auch recht fair, weil es auch wirklich ein gutes Internet ist. Also ich muss sagen, das Bad, das ich gerade getestet habe, ist wirklich tipptopp. Also super, super sauber. Wir sind jetzt doch auch schon 2 Stunden unterwegs. Und es kommt schon die ersten Mahlzeiten. Also sicherlich war schon ein paar Leute auf dem Klo, es wirkt so wie frisch benutzt. Also da ist die Crew total dahinterher. Was toll ist, auch das Fenster dort, es ist sehr hell, es ist sehr appetitlich. Eins der schönsten Business-Class-Toiletten, Waschräume, die ich bis jetzt so gesehen habe. Schöne Amenities auch dort kann man Zahnbürste und auch was zum Rasieren, also tipptopp. So, das ist jetzt der Hauptgang des Frühstücks, das arabische Frühstück mit Pita Bread. Fand ich jetzt spannender als das übliche Omelett. So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen auch den Hauptgang des Frühstücks probiert. Das ist das arabische Frühstück mit einem Bohnenmus, Gemüse und Schafskäse. Dazu wird warmes Pita-Brot in Miniform serviert. Sehr nett. Überhaupt ist der Tisch auch sehr hübsch gedeckt mit den kleinen Lämpchen und verschiedenen Gläsern. Alles wirkt sehr hochwertig. Das Mousse schmeckt sehr lecker. Wenn man es mag, das ist mit Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, schön weich gekocht, ein bisschen Zitrusaromen, wirklich sehr gut, sehr leicht.
frische Oliven. Ich finde, das ist ein guter Start in den Tag. Ich habe dann aber auch ein bisschen was Westliches genommen. Also ich habe auch ein Pain au Chocolat und ein Croissant. Das Croissant ist ein bisschen backig und das Pain au Chocolat auch. Das finde ich jetzt nicht so toll. Aber sonst alles prima. So, ich habe jetzt gerade den Klingeltest gemacht, weil ich eine Frage hatte zum Internet. Super schnell reagiert, in 6 Sekunden war ich da. Enorm, obwohl auch gerade Frühstück abgeräumt wird etc. Also super Leistung, also das ist top notch, wirklich. Kann man überhaupt nichts sagen. Ich habe nochmal gefragt, wie es mit dem Internet ist. Also man hat tatsächlich, jeder, der Mitglied ist beim Programm von Qatar Airways, kriegt 1 Stunde gratis Internet und das ist sehr, sehr schnell. Selbst Business-Passagiere kriegen darüber hinaus keinen Voucher, also dann zahlt man dann 10 Euro für den gesamten Flug. Auf den neuesten Flugzeugen der 777, da ist wohl Internet gratis für alle und das soll nach und nach auch für die gesamte Flotte ausgerollt werden. So, ich wollte noch erzählen, dass gerade auch die Purserin nochmal da war und mich auch gefragt hat, wo ich hin will und wie viel Zeit ich in Doha habe. Ich habe tatsächlich 24 Stunden. Und sie hat mir gleich angeboten, dass sie mir Tipps gibt, hat mir ganz viele tolle Insider-Tipps gegeben und will es mir auch noch aufschreiben, also das freut mich sehr. Also Service ist hier wirklich groß geschrieben und ist auch wirklich sehr herzlich, also nicht nur professionell einstudiert, sondern man hat das Gefühl, das kommt wirklich vom Herzen und ist wirklich interessiert, also ganz toll. So, ich liege jetzt in dem für mich zubereiteten Bett, es ist super bequem, die Decke ist wahnsinnig flauschig. Fast wie Samt, schön warm, Kissen sehr weich, die Auflage toll. Also, obwohl ich eigentlich nicht müde bin, glaube ich, werde ich jetzt kurz so wegschlummern, weil ich bin heute sehr früh aufgestanden, um diesen frühen Flug zu bekommen. Also, sehr nice und auch toll, dass mir das zubereitet wurde. Und das ist ein Tagflug, 5 Stunden. Also, das habe ich selbst nicht auf einen 14 Stunden Tokio-Flug bei Lufthansa bekommen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, war auch sonst ein guter Flug, aber das ist hier schon nochmal ganz besonders. So, ich habe jetzt ein bisschen geruht. Das Bett ist unglaublich bequem. Diese Decke samtig, kuschelig, schönes Kissen, extra auch nochmal bezogen worden. Und das für einen 5-Stunden-Flug tagsüber, meine Herren, das war echt toll. Auch der Schlafanzug, der extra auch ausgegeben wurde und Slipper sind total gemütlich und ich glaube, den trage ich auch zu Hause. Also auch wirklich ein sehr schönes Goodie. Also als Vorspeise jetzt für das Mittagessen oder frühe Abendessen habe ich die arabischen Mezze bestellt und zwar, da gibt es einmal den Tabouleh, Petersilensalat, Hummus, Kichererbsencreme und Baba Ganoush, ein Auberginen-Granatapfel-Mousse. Alle 3 sind wirklich hervorragend, toll abgeschmeckt. Ja, so wie es original schmecken muss. Würzig, perfekte Säure. Dazu warmes kleines Pita Bread. Also besonders gut finde ich persönlich das Baba Ganoush, weil diese Auberginen sind auch noch so leicht geräuchert. Das muss man mögen, aber ich finde es toll. Und auch das Hummus sehr, sehr, sehr fein. So, ich habe jetzt noch einen Pineapple Margarita bekommen, ein Mocktail, also ohne Alkohol. Gar nicht schlecht. Das ist eine Mischung aus Ananas, Orange und Ginger Ale und sogar der Rand ist leicht salzig, das macht sich gut. Eine gute Alternative zum echten Margarita, aber der hätte mich jetzt umgehauen. Cheers. So, ich habe jetzt gerade das Essen probiert. Ich habe das Rinderfilet genommen und hier könnt ihr es sehen. Es ist sehr durchgebraten. Das ist also, wäre ein Kritikpunkt. Geschmacklich aber sehr lecker, gut gewürzt. Ja, genug Salz, auch ein bisschen Pfeffer. Es ist zum Glück immer noch zart, weil es ein Filet ist, obwohl es zu durchgebraten ist. Und dazu gibt es einen Gratin.
Der köstlich ist, schön weich. Ein bisschen, also offensichtlich auch Käse dabei, sehr gut, auch würzig, cremig, sehr lecker. Und das Gemüse ist auch auf den Punkt gegart. Still, please. Still, sorry. Thank you so much. Und dazu habe ich einen spanischen Rotwein von dem Weingut Lahn. Wow, der ist richtig klasse. Full-bodied, also viel Körper, was ich gerne mag. Bisschen Zimt, schwarze Beeren. Toll, passt super zu dem Essen. Eine Reserva aus dem Jahr 2019, sehr zu empfehlen, falls ihr mal auf diesem Flug sein solltet. Ich muss sagen, das Essen, bis auf dass das Fleisch zu durchgegart ist, würde ich sagen, absolute Restaurantqualität. Sehr gutes Restaurant sogar. Also ich bin sehr positiv beeindruckt. Was ich auch noch erwähnen will, dass das Internet wirklich sehr, sehr gut ist. The dessert. Thank you. Wow, that looks delicious. Thank you so much. And even the macchiato, wherever you find space. Thank you so much. Very kind. Thank you. So, jetzt habe ich auch noch meinen Nachtisch bekommen. Den zeige ich euch gleich mal. Also der Chocolate Brownie hat da innen drin noch wirklich einen weichen Kern und einen warmen Kern. Das ist sehr lecker. Tolle Schokomousse dazu, Vanillesoße, frische Beeren. Tipptopp, würde ich mal sagen. Und auch der Espresso Macchiato ist heiß und kräftig. Und in einem sehr hübschen Porzellan serviert. Also alles halt wirklich sehr viel Stil. Der Waschraum super sauber, egal wann man gegangen ist, war immer schon wieder so ein Toilettensitz vorbereitet, alles sauber gemacht, keine Tropfen am Boden. Da können sich viele Airlines wirklich was abschneiden. Also das ist sagenhaft und das sind immerhin auch für 30 Leute. Wie viele Waschräume sind, schaue ich nochmal genau nach, sage ich euch. Aber tipptopp und Internet schnell, 1 Stunde immerhin gratis für alle, danach muss man kaufen. Okay, das könnte vielleicht für Business-Class-Passagiere noch länger gehen. Aber ja, das wäre auch nochmal so eine kleine Verbesserungsmöglichkeit. Mein Fazit zum Flug, ihr habt es mitbekommen, es gefällt mir saugut. Sitz ist klasse, sehr bequem, die Schlafauflage, die Decke, super kuschelig, schöne Kissen, alles tipptopp sauber. Also das ist schon mal ganz klasse. Was auch super ist, dass man das Handy immer gut aufräumen kann an diese Ladestation, die ich euch schon gezeigt habe. Monitor super schnell, hochauflösend, gutes Programm, auch für jetzt nicht arabisch Sprechende. Das Essen vorzüglich, mit den kleinen Einschränkungen, Fleisch zu sehr durchgebraten vielleicht. Das Brot war beim Frühstück bappig, aber gut, das kennt man. Also knusprige Croissants habe ich noch nie im Flugzeug gekriegt. Weine, ganz klassisch Champagner, vor allem der Teiting hat mir sehr gut gefallen. Kleine Kritikpunkte vielleicht, es gibt irgendwie wenig Ablagefläche. Also ich habe schon geschaut nach Fächern, da ist nicht viel. Wenn man jetzt einen Laptop hat und Krimskrams so wie ich und nicht nur ein Buch da liegen hat, dann hat man immer das Gefühl, man muss rumräumen und auch bei den Füßen jetzt noch eine Tasche zu haben, die wäre im Weg, wenn man den Sitz verstellen will. Auch da unten ist nicht viel Platz. Also wenn man jetzt einen Vergleich ziehen will zur Lufthansa und selbst zur alten Business-Class, da hat man irgendwie mehr Platz. Dafür hat man halt hier diese große Privatsphäre, man ist so eingekastelt. Das hat auch was für sich, aber es ist leicht beengt. Also das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Dennoch würde ich sagen, 5-Sterne-Flug auf jeden Fall, meckern auf höchstem Niveau. Ja, und Servicefreundlichkeit auch 5 Sterne, wahnsinnig nett, immer mit Namen angesprochen. Wirklich herzlicher Service und auch immer bereit, noch irgendwas Besonderes zu machen, wenn man kann, Tipps zu geben, was ich in Doha machen soll, etc. Also sehr, sehr gut geworden. Thumbs up. Genau, ich muss ja auch noch sagen, wie ich das Ganze gebucht habe. Ich habe das tatsächlich über British Airways Executive Club, habe ich Avios eingetauscht. Ich glaube, es waren 43.000.
Und die Steuern waren auch nicht besonders hoch, ich glaube um die 100 Euro. Das gebe ich aber, das werde ich noch genau aufsplitten, sodass ihr das seht. Das war auch nicht teurer, als wenn ich es über Katar selbst gebucht hätte oder wenn ich das über Umwege mit AirAsia. Das wäre im Endeffekt tatsächlich, früher war das mal noch günstiger, aber ich glaube zurzeit ist es fast das günstigste. Leider ging dieser wirklich besonders schöne Flug viel zu schnell zu Ende. Hier noch ein paar letzte Impressionen aus der Kabine. Dann hieß es Abschied nehmen, auch von der liebenswerten Crew. Draußen in Doha erwarteten mich allerdings schon wieder wunderschöne Eindrücke, die ich dann in einem anderen Video verarbeiten werde. Viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und euren Daumen nach oben. Liebe Grüße von eurem Meilencoach.